Und es geht weiter auf der Reise vom wackelnden, ausgelutschten Tretlager zu einem neuen, schicken, sauber eingestellten Rad. Viel Spaß dabei. Hi zusammen, willkommen zurück in meinem Retro MTB Lab. Ich bin Ulf und ich zeige euch heute, wie ich mit meinem Marine Bear Valley 1989 weitermache. Heute werde ich euch zeigen, was ich gemacht habe mit den Lagern. Kommt mit auf die Reise, kommentiert fleißig, was ihr sehen möchtet, was ihr anders haben möchtet. Erstmal danke fürs Schauen und viel Spaß beim Video. Ja, ich bin dann tatsächlich erstmal in die Grundreinigung des Rahmens eingestiegen. Vor allem deswegen, weil ich das Geräusch von Akkuschraubern so gerne mag und das eigentlich stundenlang hören möchte und davon nie genug bekommen kann. Wie ihr seht, habe ich den Rahmen ganz gut geschrubbt. Es ist nicht perfekt geworden, es gibt weiterhin Macken, es gibt Patina. Es gab auch einige kleinere Stellen, wo der Lack abgeplatzt ist und wo es Rost und tiefe Kratzer gab. Ich bin damit eigentlich aber trotzdem ganz zufrieden. Ich bin über die Stellen dann ein bisschen mit Rostumwandler drüber gegangen, habe einmal kurz mit Pinsel Rostumwandler auf die schlimmsten Stellen getupft. An sich ist aber der Lack noch ziemlich gut in Ordnung und strahlt eigentlich auch noch schön. Hier habe ich was Tolles gefunden. Das ist eine Kabelzugführung für das Tretlager mit 3 Kanälen. Das gibt es nicht so oft. Die hier hat eine dritte für eine U-Brake. Kann ich für andere Projekte sicher brauchen. Dann bin ich an das Tretlager rangegangen und habe erstmal die Tretlagergewinde im Rahmen schön satt eingefettet und bin danach dann an die weitere Reinigung und Zerlegung der Tretlagereinheit selber rangegangen. Ich habe dazu erstmal die Lagerschalen gründlich und sauber geputzt mit verschiedenen Reinigungsmitteln, habe alle möglichen kleinen Bürsten und Geräte benutzt, um wirklich den eingetrockneten Dreck aus 35 Jahren aus den Lagerschalen rauszubekommen und habe dann auch mit den Kugelringen und der Achse weitergemacht und genau dasselbe Spiel durchgezogen. Es sollte eigentlich kein bisschen Dreck drin bleiben. Am Ende ist es natürlich doch so, dass bei so einer langen Zeit, wenn man die Kugeln oder die Kugelhalter nicht komplett ersetzt, dass dann doch immer wieder ein bisschen Reste von Schmutz noch im Lager verbleiben. Grundsätzlich denke ich aber für den Zweck, wo das Rad jetzt eingesetzt werden wird, nämlich wahrscheinlich Casual Rides und ab und zu mal ein Retro-Event, brauche ich jetzt nicht unbedingt klinisch saubere Kugelringe. Das wird auch reichen, wenn das gut abgefettet ist und gut abgeschmiert ist und ich dann noch ein bisschen durch Einstellungen etc. rausholen kann. Die Schale gibt da auch mal gut nochmal Fett rein. Dann setze ich das mal zusammen und schon ist das wunderbar geschmiert. Jetzt können wir das eigentlich direkt wieder hier reinschrauben. So, hier seht ihr mich dann auch schon wieder dabei, wie die feste Lagerschale auf der Antriebsseite wieder eingebaut wird. Das ist bei diesen alten Tretlagern ein bisschen tricky, weil der Schlüssel, den man dafür braucht, nicht so eine riesig breite Ansatzfläche hat und die Kraftübertragung doch über eine sehr schmale Verbindung erfolgen muss. Deswegen hantiere ich hier so ein bisschen rum, bis ich die ideale Position gefunden habe, um den Schlüssel wirklich sauber anzusetzen und auch die Kraft und das Drehmoment auf den Rahmen dann aufbringen zu können, damit die Schale sich nicht löst. Ja, wie gesagt, weiter ging es mit der Reinigung der Achse.
Da waren so Reste von Dichtungen drauf. Grundsätzlich ist die Achse in einem guten Zustand gewesen. Natürlich merkt man auch das Alter an. Und es gibt so ein paar Stellen, da hätte ich mir gewünscht, dass noch nicht so viel Verschleiß an der Achse zu sehen ist. Aber am Ende wird sich das, wie ihr später noch sehen werdet, auch nur darin auswirken, dass die Achse eben ein bisschen geräuschvoller läuft, als wenn es eine neue Achse wäre. Auch hier immer schön Fett dran. Und dann geht es auch schon wieder an die Montage. Natürlich auch noch die andere Lagerschale entsprechend vorbereiten für den Wiedereinbau. Füllen wir schon mal mit Fett. Und auch hier, auch wenn da jetzt noch ein bisschen Dreck in den Kugeln drin ist, wir schmieren das jetzt gut wieder ab. So, packen es in die Lagerschale rein. Das ist jetzt genug. Auf jeden Fall Fett in dem Lager erstmal. Deutlich mehr als vorher drin war und wahrscheinlich genug für die nächsten 30 Jahre. Und dann geht's ans Rad damit. Erstmal reinschrauben, das Achsspiel grundsätzlich erstmal in die richtige Dimension bringen. Wieder hier dieser Hakenschlüssel. Und dann kann der Kontering wieder drauf. Und mit dem Kontering habe ich dann das Lager erstmal so grob eingestellt, bis ich die Kurbeln montieren konnte, damit erstmal eine Grundeinstellung da ist. Die Feineinstellung mache ich dann später, wenn die Kurbel montiert ist und ich auch das entsprechende Gewicht und die Rotation drauf habe. Das Ganze muss jetzt schön gekontert werden, dabei immer wieder geguckt werden, wie die Achse läuft. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der Gabel. Ich habe die Gabel dann wieder eingebaut. Die Lagerschalen habe ich im Rahmen gelassen. Nicht, weil ich zu faul gewesen bin, die auszubauen, sondern weil es einfach nicht notwendig war. Die waren plan drin, die saßen gut im Rahmen und konnten auch so gut sauber gemacht werden. Und da hat es dann tatsächlich auch völlig gereicht, die neu zu fetten, die Kugelhalter ordentlich sauber zu machen. Damit mir dann natürlich die Gabel nicht ständig wegrutscht, habe ich das Ganze dann so ein bisschen unorthodox in meinen Montageständer gehängt. Und ab dafür. So. So, hier muss der
So, dann wird der Steuersatz komplett wackelfrei neu eingestellt, also soweit das auch ohne Belastung mit dem Vorderrad oder ohne Gewicht des Vorderrads geht. Am Ende des Tages muss das noch eingestellt werden, wenn das Rad wieder auf dem Boden steht. Erst dann kann ich das Lagerspiel richtig justieren. Als nächstes Schaltwerk und Umwerfer. Beide habe ich in einem Ultraschallbad gereinigt, nachdem ich erstmal grob den Dreck rausgemacht hatte. Bei der Montage hier vor allem wichtig, dass nochmal die Gelenke von Umwerfer und Schaltung gut geschmiert werden, damit man am Ende auch einen Schmiereffekt dort hat, wo sich die Teile bewegen und der Schaltzug den möglichst richtigen Widerstand dann bekommt. Der Umwerfer ist hier eigentlich relativ einfach zu montieren. Ihr werdet gleich noch sehen, dass ich den erstmal hier provisorisch festmache und nachdem die Kurbeln dann drauf sind, muss man da sicherlich nochmal ein bisschen nachjustieren. Sattelstütze habe ich erstmal noch nicht montiert. Da habe ich aber schon mal auf jeden Fall Fett reingetan, damit man hier oben. Der nächste Punkt war dann die Sattelstütze. Die war ja zum Glück ganz gut in Ordnung und auch nicht fest korrodiert, wie das oft bei alten Stahlrahmen mit Alustützen drin ist. Ich habe die dann erstmal mit einem Scotch-Brite schön sauber gemacht und die Fettreste und den leichten Korrosionsansatz vom Rahmenrohr erstmal gut abgewischt. Die ist auch wieder ganz schön geworden. Man hätte das natürlich auch jetzt Hochglanz polieren können, aber ganz ehrlich, das ist eine alte SR Saka Sattelstütze, die ist jetzt auch nicht aus dem hochpreisigen Segment. Das heißt, ich habe die jetzt nur wieder ansehnlich gemacht, aber Hochglanz habe ich jetzt für das Projekt nicht unbedingt als sinnvoll angesehen. Deswegen bleibt die Stütze jetzt erstmal so, wie sie ist. Sie ist jetzt gut gefettet und kann weitere Jahre im Rahmen verbringen. Von den Kurbeln, wie ich die sauber gemacht habe, habe ich euch jetzt keine Bilder gezeigt. Ich habe die Kurbeln aber komplett zerlegt, alle Kettenblätter gut abgeschrubbt, den ganzen Dreck, der dran hing, weggemacht. Und hier seht ihr mich dann, wie ich die Kurbel wieder zusammenschraube, das letzte Kettenblatt, das innere montiere. Und der Kurbelstern ist komplett gereinigt, der Vierkant ist komplett gereinigt. Alles soweit wieder sauber und ohne Rückstände, ohne sichtbare große Verschmutzungen. Auch das reicht mir erstmal so, weil ich noch vielleicht einen Mod vorhabe und das Ganze nochmal auf einen Einfach-Kettenblattantrieb umbaue. Aber jetzt kommt die Kurbel erstmal mit ein bisschen Fett und dem richtigen Drehmoment wieder dran. Ich habe hier tatsächlich mal den schönen Drehmomentschlüssel rausgepackt und das ganz ordnungsgemäß mit 30 Newtonmetern angezogen. Danach den Umwerfer neu ausgerichtet, so dass er wirklich diese vorgegebenen 1 bis 3 Millimeter über dem Kettenblatt, über den großen Zähnen sitzt. Und auch ohne, dass ich jetzt schon Schaltzüge dran habe, würde ich mal prognostizieren, dass der schon sehr korrekt sitzen wird und ich da nur noch ganz wenig nachjustieren muss am Ende. So, zweite Kurbel ist auch dran. Auch da kommt gleich wieder der Drehmomentschlüssel zum Einsatz. Und jetzt, wo das Tretlager quasi auch wieder die Belastung durch die Kurbeln hat, kann man schon sehen, dass es erstmal schon wieder sehr gut läuft und zweitens auch, dass die Einstellung jetzt noch feinjustiert werden kann. Dafür habe ich dann so ein bisschen gecheatet. Ich habe einen kleinen
Durchschlag genommen und mit dem Gummihammer dann in den einzelnen Vertiefungen in den Nuten bei der Lagerschale dann sanft nochmal die Position der Lagerschale verändert, dann gekontert. Das ist eigentlich perfekt, um das Lager einzustellen. Der nächste Punkt war dann die Vorbereitung und die Einstellung der Bremsen. Das fängt dann erstmal immer bei mir an, damit, dass ich die Sitze der Kentys, also die Kenty-Sockel, wieder neu von Dreck und Rost befreie, um die Funktion von Kentys vor allem wieder vernünftig hinzubekommen. Bei V-Bremsen geht das auch noch ohne so eine genaue Vorarbeit, aber bei Kentys, die ja direkt quasi da auf dem Rahmen gelagert sind, muss man das einfach so machen, sonst werden die nie richtig funktionieren. Ja, ihr seht mich jetzt hier die ganze Zeit polieren und schleifen, um die Cantilever-Sockel wieder sauber zu bekommen. Wie gesagt, gerne hier ein bisschen mehr Sorgfalt reinstecken, gut sauber machen, gut fetten, damit dann auch die Bremsen hinterher einstellbar sind und die Federn, die da drin sind, auch wirklich eine Wirkung erzielen und die Spannung quasi auch überhaupt irgendwelche Auswirkungen hat, wenn ich die Sockel eben nicht entsprechend vorbereite. Dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn die Bremse hinterher hängt oder nicht vernünftig funktioniert. So hinten genau das gleiche Spiel wie vorne. Auch da geht es mir darum, die Bremsen wirklich sorgfältig schon mit gleichmäßiger Spannung links und rechts auf den Sockel anzubringen. Wir nähern uns jetzt auch schon dem Endpunkt des Videos. Weiter habe ich noch nicht geschraubt. Hier in dem Teil. Beim nächsten Mal werde ich euch dann aber zeigen, wie ich das Rad komplettiere. Werde mich auch noch mal in Ruhe um die Laufräder kümmern und dann am Ende hoffentlich ein schönes, fahrbares Rad haben, das noch lange Freude bereiten kann und wo ich dann jetzt schon sehe, dass ich wieder mein Platzproblem ein bisschen vergrößere, weil noch ein Rad zusätzlich da ist. Ja, manche Projekte enden und manche rollen einfach weiter, genau wie das hier. Wie schon im Intro erwähnt, ich werde noch einen dritten Teil dieses Videos machen und euch dann mit auf die Installation von Schalt- und Bremszügen, die Einstellungen und die Anbauteile etc. mitnehmen. Viel Spaß dann auch, wenn ihr wieder reinklickt. Bis bald!